Wir schreiben das Jahr 2003 und befinden uns auf der Mittenwaldbahn. Mit der Baureihe 425 sind wir nämlich heute hier unterwegs in einem gemoddeten Fahrplan. Link zu dem Fahrplan ist in der Videobeschreibung. Das Ganze ist ein 2003er Fahrplan vom guten Sepp Blaze. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal und fahren los. Einmal den Richtungswender auf vorwärts, Türen links auf. Wir schalten uns die PZB an, wir machen uns die Instrumentenbeleuchtung an, wir machen das Licht im Fahrgastraum an und stellen Signalleuchten ein. Haben noch gut eine Minute zum Losfahren. Auf dem FIS ist schon Mittenwald eingetragen. Hervorragend. Wir stehen übrigens hier in Garmisch-Partenkirchen. Für diejenigen, die das vielleicht noch nicht bemerkt haben. Genau. Und dann geht es für uns einmal runter in Richtung Tal. Sind hier auf der RB 21641 München Hauptbahnhof Mittenwald. Genau, also der Zug ist in München gestartet und hat es bisher schon hierher geschafft und es geht von hier aus dann weiter Richtung Mittenwald. Und das ist für heute unsere Aufgabe. Die machen wir doch auch sehr gerne. Machen die Türen zu. Kontrollieren, Lichter sind an. Hinten ist zweimal rot, vorne ist dreimal weiß. Und dann fahren wir los. Ausfahrt mit 40 km/h, denn wir sind noch im Wechselblinken. So, einen Schluck Kaffee genommen. Formsignal steht. Auf Fahrt. Schöne alte Formsignale. Genau, 2003er Fahrplan. Wie gesagt, ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Befreien tun wir uns jetzt auch mal an dieser Stelle. Es gibt auch noch eine ganze Menge weiterer Fahrzeuge, die man hier fahren kann. Das hier ist vergleichsweise noch einer der neueren. Bin mal gespannt, ob uns noch ein bisschen was entgegenkommt. ICE habt ihr ja gerade schon gesehen. Baureihe 111 macht die ganz viel im Regionalverkehr und auch im Fernverkehr. 101 Expert ist auch fahrbar. So, wir dürfen 60 fahren. Aber jetzt mal hier mit so einer 425 unterwegs zu sein, ist ja auch mal irgendwie ganz angenehm, ne? Dass man deutlich leichter auf die Geschwindigkeiten achten kann, selbst wenn wir hier keine AFB haben, aber dass wir einfach hier diesen Fahr- und Bremsschalter haben, ist schon sehr komfortabel. Und das nutzen wir doch gerne aus. Da vorne ist die Sprungschanze von Garmisch-Partenkirchen. Die Skisprungschanze. Schanzentournee findet unter anderem dort auch statt. Und schön, dass das nachgebildet wurde. So, Menüsignal blinkt. Das heißt also, wir können weiterfahren. Der Bahnübergang ist also entsprechend gesichert. Und wir müssen uns keinen Kopf darum machen, ob nicht eventuell doch dann ein Auto hier drauf steht und wir am Ende auf irgendeiner Instagram-Seite landen, die irgendwie so einen etwas sensationserheischenden Namen wie Trains Hitting Things oder sowas heißt. Gibt es ja zu Mass. Solche Seiten, die nur Videos posten von Zügen, die, sagen wir mal, die ein oder anderen Autos mitnehmen. Sehr oft in den allermeisten Fällen aus den USA. Anscheinend sind dort Bahnübergänge unfassbar schlecht gesichert. Oder die Autofahrer haben dort kein großartiges Verständnis für Eisenbahnen. Gut, irgendwo im mittleren Westen der USA, wo ja sowieso kaum Züge fahren,
kann ich das vielleicht sogar noch nachvollziehen, dass man sich gar nicht so richtig den Gefahren bewusst ist. Aber das könnte ich mir gar nicht vorstellen, in einem Land zu leben, ähm, wo es einfach keine Eisenbahn gibt. Ne? Also, ach, das wäre ja mein Albtraum. Oh, Ostdeutschland, irgendwelche Dörfer in Ostdeutschland sind da ja auch nicht besser. Leider. Schön. Und nochmal pfeifen. Gar nicht mal so leicht, die Geschwindigkeit zu halten. Ne? Also entweder man ist immer ein bisschen, man wird zu schnell oder ist zu langsam. Ja, so kommen wir langsam auf die 60 hoch. Ja, ich glaub, das passt so. Wir es aktuell haben. 5 Kilonewton, bisschen mehr als 5 Kilonewton pro Fahrmotor. Gehen wir noch wieder ein Stückchen zurück. Schön. Fahrzeug ist von der Pfälzischen Ludwigsbahn. Die 425 ist die, die dort mitgeliefert wird. Und Strecke natürlich von TSG, Mittenwaldbahn. Ich finde tatsächlich, wenn man mit modernen Fahrzeugen hier unterwegs ist, dann wirkt die Strecke nochmal komplett anders auf einen. Weil wenn man mit dem Krokodil hier ist, dann achtet man die ganze Zeit auf die Instrumente im Führerstand. Ne? Man muss die ganze Zeit irgendwie auf die Geschwindigkeit gucken, man muss die ganze Zeit schauen, dass man die richtigen Fahrstufen einrasten lässt, dass das Ganze immer in dieser Vollstellung eingerastet wird. Ne? Und man ist dann im Grunde genommen die ganze Zeit dabei, auf dem Führerstand drauf zu gucken. Und jetzt, wo wir hier mal so einen Elektrotriebwagen fahren, der gar nicht mal so viel Aufmerksamkeit braucht, zumindest nicht so viel Aufmerksamkeit, wie das Krokodil es zum Beispiel braucht, ist es halt viel immersiver, das Fahren, weil man viel mehr auf die Strecke achten kann. Ne? Also ich muss nicht die ganze Zeit nur auf die Instrumente drauf gucken, sondern so in diesem Fall habe ich die Möglichkeit, viel mehr auf die Strecke drauf zu gucken. Ne? Und so erscheint die Strecke einem tatsächlich nochmal im neuen Gewand. Dementsprechend fände ich eigentlich wirklich so ein von TSG aus, vielleicht so einen modernen Fahrplan, wirklich als eine coole Idee. Also wenn doch nochmal irgendwie sowas kommen könnte, klar, kein Fahrzeug, das mitgeliefert werden würde, wäre neu, weil ne, hier fahren ja in Realität, fährt hier hauptsächlich der Talent 2 und ähm, also der DB Talent 2 und von den österreichischen Bundesbahnen ist es der, ich überlege gerade, ist es der Mireo? Nee, der Talent 1 ist es, glaube ich, der von denen ÖBB eingesetzt wird. Das heißt also, wir hätten jetzt keine wirklich neuen Fahrzeuge, aber ich fände es irgendwie als so eine Art Gameplay-Pack ziemlich cool, wenn man doch nochmal so eine Art moderne Fassung der Strecke bekäme. Also klar, die Strecke würde dann nicht überarbeitet sein, das ist klar. So, das Signal hat sich umgestellt mittlerweile. Ne, also es wird dann nicht so sein, dass sich irgendwas an der Strecke ändert, aber das müsste es gar nicht, ehrlicherweise. Ich wäre so schon eigentlich ziemlich zufrieden damit, wenn es mal einfach wirklich mal nur so ein Gameplay-Pack von TSG gäbe oder meinetwegen auch von DTG. Ich weiß nicht, wie da so das Verhältnis ist, ob dann DTG einfach sowas für eine TSG-Strecke zum Beispiel bauen würde. Aber es wäre ja irgendwie so ein No-Brainer, weil man hat ja schon alle Fahrzeuge. Ähm,
und müsste die halt einfach nur vielleicht im passenden Repaint mitliefern. Ähm, und halt entsprechend den Fahrplan machen, ein, zwei Szenarios und ab geht's, ne? Oder was meint ihr dazu, zu dieser Idee? Wir machen hier mal vielleicht mal ein Foto. Denn hier sind wir so schön hier praktisch im freien Feld unterwegs und haben nicht so viel störende Vegetation. Auch interessant, dass hier irgendwie was übermalt worden ist. Spannend, okay. Vielleicht damit dort nicht die Rhein-Neckar-Brandings da drauf sind. Vermutlich wird das deshalb dann bearbeitet. So. Und ein bisschen Rotation. Genau so, aber auch nicht zu viel. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendjemandem schlecht wird. So, und vielleicht nochmal mit angepassten Lichtverhältnissen. Nehmen wir mal eine andere Uhrzeit. Ja, so ist ganz schön, ganz hübsch. So. So, Weiterfahrt mit 60. Jetzt wollte ich gleich eine kleine Vorbeifahrt haben, aber habe leider die falsche Taste gedrückt. Und das kriegen wir doch trotzdem noch hin. Ups, wir sind so schnell. Ob es sich irgendwie großartig was verändert. Dann machen wir so leichte Bewölkung, das sah eigentlich ganz hübsch aus. Und meinetwegen die Windstärke noch komplett hoch. Aber wir dürfen sogar 70 fahren. Und Gleis ist noch 2 Kilometer entfernt. Schön, kleine Zeitreise ins Jahr 2003. Also im Grunde genommen in die Zukunft ja gereist, wenn man so möchte, wenn man vom Stand der Strecke ausgeht. Die Kühe, schön. So, 60 die
angekündigt sind. Hatte keinen Gleismagneten gehabt. Alles gut. Unglaubliche gelten dann die 60. Nehmen wir mal ein bisschen den Wind raus. Ich finde ihn noch sehr laut. So. Und wir haben halt zu erwarten, denn wir sind jetzt gleich nämlich auch in Gleis. So, müssen gar nicht wirklich reinbremsen. Und das geschieht schon im Grunde genommen von alleine. Und wir halten an. So. Da sind wir nur in Gleis. Hier in unserer 425 Upcoming Stops Mittenwald. Schön. Wann sollen wir abfahren? Ach, wir sollen schon längst abfahren. Okay, eine Minute verspätet. Und wir fahren los. Wir fahren mit 40 aus. Die Autos müssen schön hier warten. Ja, nimm doch lieber den Zug. Dafür haben wir sie. Also Mittenwaldbahn wirklich immer wieder eine Strecke, wo ich einfach nur fasziniert von bin, wie man das gebaut hat. Ne? Also es ist wirklich, hier steckt so viel Liebe und Detailtreue drin. Hut ab auf jeden Fall vor den Entwicklern. Also allein dieses Panorama hier, ne, auf das wir gerade zufahren, hier dieses freie Feld, hier vorne dieser Schatten, der sich gerade von einer Wolke ausbreitet, in dem wir jetzt hineinfahren. Da hinten die Berge. Also so unfassbar idyllisch alles. Generell die Gegend, also ich war hier schon ein paar Mal in Realität auch. Ich kann es absolut empfehlen. Also alles zwischen Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck ist wirklich absolut der absolute Wahnsinn. Ich war hier allerdings vor allen Dingen im Winter, wenn es halt eher verschneit war als so sonnig wie jetzt. Aber auch, oder auch gerade im Winter, wenn hier überall Schnee liegt. Wirklich super faszinierend. Im Tal ist es dann meistens schon ohne Schnee. Aber dann steigt man hier ein in die Mittenwaldbahn in Innsbruck und ja, keine 10 Minuten ist man gefahren, landet man auf einmal trotzdem in so einem Winterwunderland. Also wirklich Wahnsinn. So, Ankündigung für 40.
hier gelten die 40. Und habe hier auch schon wieder 60. So, 60 darf jetzt gefahren werden. Und da sind wieder die Kühe. Toll. So, jetzt geht es sogar bergab tatsächlich. Dementsprechend müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu schnell werden. So schön. Dass wir sich bewegende Tiere haben. So cool gemacht, ne? Und die sehen auch wirklich total süß aus, finde ich. Huch. Ja. Toll. Dieses Bergpanorama, ne? Also wirklich so dermaßen beeindruckend. Und auch wirklich sehr, sehr, sehr gut nachgebildet, ne? Also ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, ich war schon oft in dieser Gegend unterwegs und ich kann hier so vieles tatsächlich wiedererkennen. Gerade im Bereich Innsbruck wirklich top nachgebaut. Die Nordkette, Wahnsinn. Aber es liegt auch wirklich mittlerweile daran, dass halt dieses Terrain nicht irgendwie nachmodelliert werden muss, also nicht 1:1 nachmodelliert werden muss, sondern man hier mit diesen LiDAR-Daten arbeitet, mit diesen realen Höhendaten. Das heißt also, diese ganzen Details, die es mittlerweile in den Bergen gibt, ne, das muss in diesem Sinne nicht alles 1:1 händisch gemacht werden, sondern da wird halt viel im Grunde genommen schon vorgearbeitet von diesem Terrain-Tool. Das heißt aber nicht, dass nicht trotzdem das Ganze nachbearbeitet werden muss und mit entsprechenden Texturen und sowas angepasst werden muss. Ne? Also die Texturierung und die Vegetation und so, das muss alles dann natürlich selbst nochmal übernommen werden. Aber diese ganzen Details, die wir haben mit diesen einzelnen kleinen Felsvorsprüngen und so, das ist wirklich mittlerweile der Wahnsinn, wie genau das ist. So, und dann sind wir auch schon in Mittenwald, wo unsere Fahrt heute endet. Ah, fast pünktlich. Aber im Grunde genommen sind wir pünktlich. Wir sollten erst in 5 Sekunden da sein. Der Zug ist sowieso schon am Bahnsteig. Also das ist meines Erachtens pünktlich. So, fahren wir weit genug nach vorne, um den Bahnübergang nicht zu sperren. Ja. Und schön, eine 218 ist auch noch hier. Oh, was haben wir denn da? Was sehen meine Augen denn da? Eine 111er, der Graffiti Art Express. So, schön den auf ausgesteckt und auf aus und den auf
0 gesetzt und die PZB ausgeschaltet. Schön. Dann würde ich sagen, haben wir's. Der Zug fährt jetzt gleich wieder zurück Richtung München. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.